Ja, hallo und willkommen mal wieder zu einem neuen Video hier von Plan A. Und wie ihr schon seht und wahrscheinlich auch hört im Hintergrund, ja, wir sind wieder am Boot. Das Wetter spielt mittlerweile wieder ein bisschen mit und ihr wisst ja, unser Hauptthema ist weiterhin Schweißen, 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 Schweißen. Das wird uns auch noch lange, lange, lange begleiten. Aber heute wollen wir mal auf ein spezielles Thema eingehen, was uns die letzten Tage, ja, wenn nicht sogar Wochen, ein wenig beschäftigt hat. Die Arbeit aus dem letzten Jahr, die wir gemacht haben, da haben wir ein kleines Problem mit festgestellt und das gucken wir uns heute mal genauer an. Haben wir jetzt mit der beginnenden Nachbearbeitung unserer Nähte festgestellt, ja, dass sowohl alle Stumpfnähte, so wie diese hier, auch wenn die von außen her super aussehen, als auch hier die Ecknähte zwar super aussehen, aber wenn wir dann anfangen, diese Nähte zu bearbeiten, sehen wir überall kleine Einschlüsse oder dass es sogar entsprechend aufblüht, aber eben überall Macken drin sind, die da nicht hingehören. Ja, und dieses Phänomen zieht sich halt wirklich überall übers komplette Boot durch. Wie gesagt, alle Stumpfnähte, alle Ecknähte weisen solche Poren und Einschlüsse auf, alle Kehlnähte hingegen nicht. Und das ist halt so ein Thema, weswegen wir jetzt die letzten 2 Wochen ziemlich rumgerätselt haben. Wo kommt dieses Phänomen her? Was haben wir gemacht? Ist vielleicht doch irgendwas mit zu viel Wind gewesen? Haben wir zu wenig sauber gemacht? Wo sind die Gründe? Wo sind irgendwo die Punkte, die da auf eine Einheitlichkeit kommen lassen? Wir wussten irgendwann nicht mehr weiter, weil wir auch gesagt haben, okay, wir haben 3 verschiedene Stahlmargen hier verbaut, also 3 verschiedene Lieferungen. Wir haben mit 3 unterschiedlichen Schweißzusätzen geschweißt, wir hatten 3 unterschiedliche Gaslieferungen, alles verschiedene Sachen und trotzdem haben wir immer exakt das gleiche Thema. Stoßnähte, Ecknähte haben Einschlüsse und Poren, alle Kehlnähte sind absolut in Ordnung. Und weil wir uns irgendwann nicht mehr so ganz zu helfen wussten, haben wir unseren Kumpel Stefan dazu geholt. Das ist Stefan, seines Zeichens Schweißfachmann. Und mit dem haben wir angefangen weiterzusuchen nach den Ursachen. Da wir, wie gesagt, bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Gemeinsamkeiten erkennen konnten, die also wirklich auf ein Problem mit einer bestimmten Geschichte hindeuten, haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt in Feldversuche über und müssen mal was ausprobieren. Wir konnten tatsächlich ja schon irgendwo auch Luftzug und Feuchtigkeit sowie Temperaturen ausschließen, weil wie gesagt, es sind nur Kehlnähte und Ecknähte, aber eben keine Kehlnähte sind es eben nicht, sondern eben Stumpf- und Ecknähte, wo wir das Problem haben. Also auch da, den Wind konnte man eigentlich an der Stelle und Wetterungsbedingungen ausschließen. Also sind wir mal zu Laborbedingungen übergegangen und jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an, was wir hier im Detail gemacht haben. Für die Testläufe haben wir uns hier natürlich genau den gleichen Stahl genommen, wie wir ihn am Boot auch verbaut haben. Haben ihn hier in kleine Stücke geschnitten und haben dann in verschiedenen Arten und Weisen versucht nachzustellen, was da passiert ist. Wir haben hier auf der rechten Seite eine Wignaht mit SG2 Zusatz. Da man halt da jetzt beim Wigverfahren das Schweißbad am besten sieht und die Poren eben auch direkt sehen würde, ist hier in dem Fall nicht der Fall gewesen, aber wir haben hier daneben diese vorher geschweißte Naht, sah also erstmal genauso aus, war eben hier nicht groß aufbauend, sondern ein bisschen einfallend. Wir haben diese vorher geschweißte Naht mit einer Deckschicht ebenfalls mit SG2-Zusatz überschweißt. Feststellung, die Naht kocht sofort auf, man sieht das hier eigentlich sehr, sehr gut. Poren sind vorhanden, ja, und wie das jetzt? Warum? Ne? Wie gesagt, Wig, einfach nur Naht reingelegt und diese Naht nochmal überlegt und das ganze Spielchen sieht so aus. Wir haben dann genau diesen Test, also Wig vorlegen und nochmal drüberlegen, dann exakt nochmal gemacht und haben dabei aber verschiedene Chargen von Schutzgas und Schweißdraht getestet. Aber eben immer mit dem gleichen Ergebnis. Wir legen vor, wir gehen drüber, das Ganze blüht auf.
Im nächsten Test haben wir hier wieder exakt 2 Platten, gleiche Material, was wir eben auch schon verwendet haben, wieder verschweißt. Diesmal mit einer MAC-Naht, mit einem SG2 Massivdraht. Wir haben die Naht verschliffen und die Feststellung, dass die Naht perfekt ist, ohne Poren. Klar, MAC-Schweißen verzeiht in der Regel mehr als Wegschweißen. Aber warum haben wir dann am Boot genau mit dem MAC-Verfahren diese Probleme? Und jetzt hier unter Laborbedingungen haben wir genau diesen Effekt, den wir eigentlich am Boot haben. Stoßnaht und sofort beim Anschleifen haben wir irgendwelche Poren drin. Das konnten wir jetzt hier erstmal bei dem Verfahren gerade nicht nachweisen. Im 4. Test haben wir dann nochmal das Wegschweißgerät genommen, weil wir einfach eben keine Erklärung hatten, was da eben auch passiert, und haben hier jetzt aber einen anderen Zusatzwerkstoff genommen. Das ist diesmal ein 4370, welcher für schwer schweißbare Stähle und Schwarz-Weiß-Verbindungen vorgesehen ist. Die erste Lage wieder perfekt und siehe da, die Decklage ebenfalls perfekt. Also hier sind beide Nähte in Ordnung, es kocht nichts auf, wir haben keine Porenbildung, auch nach Anschleifen nicht. Das sieht also perfekt aus. Für den 5. Test sind wir jetzt wieder am Boot direkt gelandet und haben gesagt, okay, wir machen jetzt hier nochmal einen Feldversuch direkt am Boot und haben die Schweißnähte komplett rausgetrennt und mit Wick neu verschweißt. Alles nicht perfekt, super Oberfläche, ohne Poren, sehr gute Wurzel. Nun kam somit die Überlegung auf, dass wir eben alle Stumpfnähte am Boot, also zum Beispiel hier am Vorschiff, alles was wir hier so schön auf dem Deck haben, entsprechend raustrennen und eben mit dem anderen Verfahren schweißen, was natürlich mit Wick auch sehr, sehr lange dauert, aufwendig ist. Das gleiche natürlich hätten wir hier oben am kompletten Dach, auch das ist ja schon komplett verschweißt gewesen und komplett fertig. Und wir haben natürlich beim Wick das Thema mit den Temperatureinflüssen, das heißt, wir können immer nur sehr kurze Teilstücke schweißen, müssen dann die Position eben sehr oft wechseln, also noch öfter, als wir das mit MAC schon tun. Und wir hätten insgesamt aktuell roundabout 450 Stumpfnähte, die wir da an der Stelle eben zu bearbeiten hätten. Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe, das zu tun. Neben den Flächen hier oben würde das natürlich auch für die restlichen Stumpfnähte, die wir alle da noch zu schweißen haben, auch bedeuten, dass das an vielen Stellen eben in Zwangslagen passieren müsste, was die Arbeit natürlich extrem erschwert. Und dementsprechend haben wir das Ganze an dem Tag auch erstmal gestoppt. Also wir haben hier vom Vorschiff angefangen, das genauso zu machen, also aufzuschleifen und dann entsprechend mit Wick das Ganze nachzulegen. Wie gesagt, hat funktioniert, aber wäre eben für den Rest des Bootes extrem aufwendig. Und letzten Endes haben wir immer noch nicht so richtig die Ursache gefunden, warum es denn eigentlich mit dem MAC-Verfahren zu den Fehlern und Problemen gekommen ist. Wir haben uns am nächsten Morgen dann nochmal mit Werkstattversuchen beschäftigt und es ist uns tatsächlich eine Kleinigkeit aufgefallen, was bei dem Versuch mit der Decklage die Ursache für die Poren sein könnte. Ihr erinnert euch eben an die erste Darstellung. Wir haben die erste Lage nicht geschliffen oder mit der Drahtbürste gereinigt, sondern eben direkt auf das frisch geschweißte nochmal drüber gelegt und es ist eben entsprechend aufgeblüht. Daraufhin haben wir das Ganze nochmal mit einer SG2 Zusatznaht nachgestellt und diesmal mit Reinigung der Draht vor der Decklage. Das ist der Versuch dazu. SG2 MAC wieder vorgelegt, SG2 Deckschicht nochmal drüber gezogen. Und diesmal haben wir hier eben nicht den Effekt, den wir hatten. Ich gehe mal hier hinter. Ihr seht es jetzt hier verkehrt rumliegen. Auf der rechten Seite ist es beim Drüberlegen aufgeblüht. Und hier mit dem Reinigen hat es das nicht getan. Das heißt, die geringfügige Oxidschicht hat eben auch schon an der Stelle für Poren ausgereicht. Mit dem 4370 Zusatz hat es natürlich auch ohne Reinigung geklappt. Allerdings muss man an der Stelle eben auch sagen, dass dieser Werkstoff, dieses 4370 als Zusatz viel, viel unanfälliger als SG2 Zusatz ist. Der kann natürlich viel mehr verknusen und machen. Aber somit konnten wir an der Stelle jetzt hier schon mal ausschließen, dass das Ganze am Stahl liegt. Das heißt, einen Fehler haben wir damit natürlich jetzt schon mal so ein bisschen erklärt. Ja, wenn wir drüber gelegt haben, dann ist es aufgeblüht. Erklärt aber noch nicht, warum das Ganze passiert oder warum beim Anschleifen eben wir diese vielen Poren finden. Und dementsprechend war eben dann die nächste Frage, was ist bei den MAC-Schweißnähten außer den Umgebungsbedingungen so anders, dass die Poren
Und dann kam die Feststellung, die alles erklären sollte. Die Testbleche, mit denen wir jetzt gerade eben das gemacht haben, die haben wir mit der Tafelschere geschnitten und die Bleche vom Boot mit der Plasmaschneidanlage. Kleiner, aber feiner Unterschied. Dementsprechend haben wir uns nochmal ein Blech genommen mit einem Testschnitt, den wir entsprechend mit dem Plasmaschneider gemacht haben, und wir konnten exakt dieses Verhalten so nachstellen. Das heißt, immer die Bleche an den Kanten, wo sie mit dem Plasmaschneider geschnitten wurden, da kriegen wir ein Problem gerade mit dem Mackschweißen. Tja, aber warum soll uns der Plasmaschnitt hier so ein Problem machen? Ich habe hier nochmal ein Blech, was wir nicht verwendet haben. Wir haben diese Bleche mit dem Plasmaschneider geschnitten, wir haben die Schlacke entfernt, das kann ich euch ja auch in alten Videos nochmal verlinken. Und dann haben wir ja immer hier mit dem Kantenfräser so eine Kante reingezogen und man sieht es hier vielleicht nicht ganz genau, aber hier unten, dieser kleine Steg, ne, das ist gerade mal ein Millimeterchen in der Höhe, der bleibt halt immer oder blieb von der Original-Plasmakante stehen. Das ist eigentlich jetzt genau der Unterschied zu dem, was wir mit der Tafelschere gemacht haben. Wir haben hier im Blech noch ein Rest Plasmakante vom Schnitt. Wir haben uns daraufhin noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt, was passiert eigentlich beim Plasmaschnitt mit dem Stahl. Klar, man schneidet entsprechend was raus, aber was passiert mit dem Stahl, der dann eben links und rechts von der Schnittkante übrig bleibt? Und sind dabei dann ein bisschen drauf gestoßen, das war uns vorher nicht ganz so bewusst, dass eben bei diesem Plasmaschnitt ja doch eine nicht unerhebliche Menge Sauerstoff in den Stahl eintritt, genauso eben wie Nitride. Und das in Kombination macht uns mit diesem übrig gebliebenen Steg jetzt genau die Probleme. Denn wenn wir da mit dem Mack reinhalten, dann löst sich der Sauerstoff und diese Nitride wieder aus dem Stahl raus und bilden eben diese entsprechenden Poren und Verunreinigungen, die wir dann im Stahl finden und hier dann eben zu dem Problem geführt haben. Somit heißt es das aber für uns auch, ne, das, was wir jetzt hier im Hintergrund auch schon sehen, wir müssen tatsächlich alle diese Kanten, also alle Stoß- und Eckkanten nochmal aufflexen, müssen die Schweißnähte rausholen, damit aber eben auch diese Kante rausholen, die da stehen geblieben ist, und das haben eben dann unsere Tests gezeigt. Wenn wir dann entsprechend mit Mack drüber gehen und da entsprechend unsere Wurzel wieder reinlegen, unsere Schweißnaht reinlegen, dann ist die Naht auch vernünftig. Das haben wir ja tatsächlich so nachweisen können, dass dann eben auch die Naht, wenn sie von außen ordentlich aussieht, auch von innen ordentlich ist. Das haben wir in mehreren Teststellungen jetzt auch durchgetestet. Heißt, ja klar, wir müssen das hier alles öffnen. Natürlich ist das viel Arbeit, heißt aber trotzdem im Umkehrschluss, wir müssen es nicht mit wegschweißen. Das war ja eben die Befürchtung. Wir müssen viel warten, langsam machen, mehr Hitzeeinwirkungen, Gefahr von Verzug. Das brauchen wir nicht, sondern wir können dann doch eben wieder mit dem Mack-Verfahren wie bisher auch schweißen und vernünftige Schweißnähte da reinlegen. Auf der einen Seite natürlich ärgerlich, dass wir jetzt hier diese Arbeit reinstecken müssen und entsprechend klar die Zeit uns dann auch wieder im weiteren Fortlauf flöten geht. Auf der anderen Seite sind wir froh, dass wir tatsächlich mit den Verbindungsthematiken erstmal nur hier noch im Oberschiff sind. Also sowohl eben hier hinten das Dach als auch hier das Vorschiff müssen wir entsprechend lösen. Aber die ganzen Seitenteile runter, die Stoßnähte, die haben wir ja alle noch gar nicht durchgeschweißt. Das heißt, da können wir direkt nochmal mit der Flex reinhalten, diese Kante rausziehen und dann eben entsprechend direkt korrekt schweißen, so wie es dann eben auch sein soll. Ja, zwei kleine Fehler, zwei kleine Dinge, die hier ja, später hätten zu einem Riesenproblem werden können, wenn wir sie jetzt nicht behoben hätten. Also das hätte auf lange Sicht natürlich statische Probleme gegeben und auf jeden Fall aber auch irgendwo ja, Undichtigkeiten. Das wäre also fatal gewesen, wenn wir das jetzt nicht behoben hätten. Wir sind froh, dass wir es jetzt gefunden haben und jetzt müssen wir es beheben. Insofern, die nächsten Videos sind Schweißen, 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 Schweißen. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.